32 Angler, 16 Boote, Richtig geil, Alter. 9 Nationen, 3 Zielfische, 2 Zonen Oh, das ist so böse, ey. und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot, und der Anglerschmiede, dein Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zur 14. Folge des YPC Boat 2023 und damit zum Showdown in Gruppe C. Vor Beginn der letzten 4 Angelstunden liegt Neuke verdient vorne. Nach einer Serie von Großbarschen können sich Christian und Dennis in der verbleibenden Zeit voll darauf konzentrieren, ihre Hechtpunktzahl noch ein bisschen zu pushen. Abgesehen von einem 1,10 Meter Traumhecht fischen Marc und Geil ein für sie eher unauffälliges Turnier, konnten sich durch Fullcard und solide Fischgrößen aber dennoch einen kleinen Vorsprung auf Platz 3 aufbauen. Der könnte aber schnell zusammenschmelzen, sollten Andy und Tom von Savage Gear irgendwann den Barschcode knacken. 2 kleinere Barsche würden derzeit genügen, um den Qualifikationsplatz für sich zu beanspruchen. Dafür müssten die beiden Deutschen aber erstmal ihre zahlreichen Hecht-Groupies abschütteln. Schon fast ausgeschieden schienen die Jungs von Bullseye, die fast 1,5 Tage unermüdlich, aber ohne nennenswerten Ertrag angelten. Bis kurz vor Ende der letzten Folge. In wenigen Minuten konnten Markus und Robin dann aber doch 3 Motivationsbarsche fangen und gehen dementsprechend mit einem Fünkchen Hoffnung in den Nachmittag. Mal sehen, ob das Fünkchen zündet und wir hier noch ein Lauffeuer erleben. Es ging so rasant los mit der Folge, dass wir noch gar keine Zeit hatten, einen Blick auf die Karte zu werfen. Während Bullseye heute noch wenig Sprit verbraucht hat und weiter im östlichen Volkerak fischt, Savage Gear und Neuke aus dem Kanal auf eben dieses Gewässer zurückgekehrt sind, angelt Ilex weiter tief im Süden am Ende des Rhein-Schelde-Kanals. Aber passt er schon in den Kescher? Ah ja, Ja. so ist er nicht. Lässt sich rankurbeln. Ich denke, es ist ein kleiner Hecht, wa? Kleiner Hecht, ja. Hüpft noch über den Kescher. Petri, aber der hat das Mindestmaß nicht. Ja. Die sind hier überall. Hey. Das ist echt schon fast ein Fluch. Fisch ist besser, ist besser. Robin, komm hier, ich muss ihn auf Zug halten. Junge. Er ist kein Riese, aber über 30. Okay, Ja. Das gibt's doch gar nicht. schöner Fisch ist auf jeden Fall. Ich sag, der ist so 37, wenn der letzte 36 war. Hat er da die 5? Ja, da ist 36,5. Ein schön bulliger Barsch, schaut euch den an. Wenn der mal 50 hatte, das gibt man ein richtiger Büffel. Schön. Also wieder rein. Das wäre dann der 4. Wertungsbarsch. Aber bis jetzt sind alle 4 noch zu klein. Wir sind immer noch am Barsch. Wir haben jetzt zwar die Karte voll, aber größentechnisch sind wir überhaupt nicht zufrieden. Wir werden das auch jetzt heute noch durchziehen, den ganzen Tag Barsch angeln. Wir werden jetzt noch ein bisschen angeln an dem Spotter und dann machen wir nochmal einen Gewässerwechsel. Da werden wir nochmal so 15, 20 Minuten fahren. Fischen dann nochmal im Großgewässer, wo wir mit großen Barschen rechnen oder hoffen. Und aber auch immer wieder ein großer Hecht mitkommen kann, da haben wir noch einen kleinen Hecht drin. And the best is to kick the spike between the perch. Between the perch, ja. Like this, it's okay. Okay, let's do it. So, wir sind jetzt rausgefahren aus dem Kanal und sind weiterhin auf der Suche nach den Barschen. Ich fische jetzt ein bisschen tiefer weiterhin mit dem Fat T-Tail Spin. Und der Andi hat was dran? Ich habe wieder einen Reaction Crayfish dran am Free Rig. Aufgeben ist keine Option, irgendwann muss er kommen. Sowieso nicht. Kleinen Spotwechsel, wir fühlen das irgendwie gerade nicht so mit der Tiefe bei dem Wind. Also ein bisschen Hoffnung, dass wir im Flachwasser jetzt ein bisschen mehr kriegen. Aber es war jetzt irgendwie eine Drift von 1,5, 2 Kilometern. Ja, ne, so auf 5 Meter ungefähr. Da haben wir jetzt ein bisschen mit gerechnet, aber jetzt gehen wir noch mal eine Runde flacher, würde ich sagen. Gucken wir mal. Gucken wir mal da, was wir da so holen können. Kein Riese, aber besser als unser kleinster. Also schon Barsch noch. Okay. Drehen. Yes.
Ja, 35 cm. Ein Genick wie ein Bulle. So, und wieder rein, 35. Oh, bis. Das war bis. Ja, was machen die denn? Tickern die nur aufs Spinnerblatt hinten oder was ist los mit denen? Ja, wir haben jetzt hier auf dem Echolot so bei 6 Meter Tiefe ein paar Steine und auch sehr, sehr viel Fisch drumherum. Und die eine oder andere Sichel, die man da sieht auf dem Echolot, sieht auch nach Barsch aus. Wir wollen jetzt nicht unsere Power Hour hier verwenden, um noch mal genauer zu gucken, sondern nehmen nur das 2D und den Sidescan. Hatte jetzt einen ganz vorsichtigen Anfasser hinten aufs Spinnerblatt, aber dass da eine Beißlust vorhanden ist, kann man nicht behaupten. Wir haben jetzt Krebse reingeworfen, Lipless Cranks, alles. Dropshot habe ich sogar, das könnten wir jetzt noch machen, Dropshot. Aber dann fahre ich lieber nach Hause. Andi plant die Heim-, Bullseye die Weiterfahrt, die sie allerdings effizient nutzen wollen. Komm Robin, wir hauen hier ab. Ja. Machen wir einen Schleppinger. Können wir das machen. Wagen ab hier direkt. In dem Moment würden wir euch gerne mitteilen, dass wir die Power Hour nutzen und hier mal einen Zug machen mit dem Netz. Wir schleppen hier mal durch. Chance auf dicke Barsch haben wir hier und Chance auf einen guten Hecht ist auch gegeben, wenigstens auf einen maßigen. Also dann Köder raus. Wenn wir nicht zu viel Kraut haben, gibt es mehr Fisch. Also betet für wenig Kraut. Robin, jetzt geben wir nochmal alles. He? Zum Schleppen hier bediene ich mich der Hangman. Ich fische die Rute sehr gern für alles, was viel Druck hat. Die hat eine sehr weiche Spitze. Solid-Tip, Vollglas, ist eigentlich gedacht als tote Rute, ob man vom Boot aus vertikal, Freiwasser wirft, egal was, dass man einen Köder nochmal am Boot im Rutenhalter einfach hängen lässt. Und durch die Bewegung vom Boot reicht das schon, dass der immer schön animiert ist. Aber eben auch zum Schleppen, gerade von kleineren Hardbaits, ist die Rute perfekt, weil die weiche Spitze schön nachgibt. Und hinten macht sie dann zu, hat Power, hat eine Spiralberingung, das heißt hinten läuft die Schnur oben am Blenk, danach dreht es dann ab, dass eben die Spitze quasi in Schlepprichtung der Ring schön nach hinten zeigt. Gib noch mal ein bisschen Gas. Bitte. Fisch an. Fisch an. Ne, war nur Dreck. Aber okay. Ne, ist Fisch, ist Fisch, ist Fisch. Ist Fisch? Ja. Keschern, aber der wird nicht Maß haben. Dankeschön. Kleinhechte sind immer schneller am Köder. Du kannst weiterfahren. Schön mit Gefühl. Schubidu. Rute nicht so hoch, ne? Vorsicht, das Boot dreht einmal rum. Vorsicht. Ja. Schöne Kirsche, schöne Kirsche, schöne Kirsche. Da ist er! So was wären wir eigentlich unterwegs. So, hier ist ein richtig schöner Barsch, auf die wir es eigentlich die ganze Zeit schon geworfen, abgezielt haben, aber wir haben sie nicht bekommen. Sind stark verteilt hier an der Ecke. Jetzt hat es geschleppt auch noch funktioniert. Das ist ein Moppel, ey. Ja. Schöner Barsch. Schöner Barsch. 46,5. Das heißt also, 47. wir haben 47 cm hier in der Wertung. Endlich hat der Crankbait auch den großen Fisch geliefert, wovon wir die ganze Zeit erzählt haben. Man hat wahrscheinlich gedacht, was machen wir da eigentlich die ganze Zeit? Am ersten Tag haben wir schon immer erzählt, was alles super ist. Da hat nichts geklappt, aber Endlich. Markus, die Stunde läuft. Ich glaube, wir müssen weitermachen. wir müssen schnell weitermachen. Weil Jetzt wir brauchen eine Hechte. Route, Boogie Richtung Nord. Los geht's.
Es ist noch ein bisschen zu früh, um hier die Aufholjagd auszurufen, aber wenn man nur die Barschergebnisse vergleicht, ist Bullseye inzwischen absolut konkurrenzfähig. Es fehlen jetzt vor allem 2 gute Hechte. Bei Savage Gear gilt dagegen ein Königreich für einen Barsch. Ist das Neuke? Mhm. Aha. Ja, wir sind jetzt hier an einer schönen Kante, haben auch direkt ein paar dicke Sicheln auf dem Echolot gesehen. Ist natürlich von unangenehmem Wetter kaum zu unterscheiden, was wir haben. Ganz schön Welle. Ich würde sagen so 4, 4,5 Windstärken. Eigentlich sollte es dem Barschen gefallen. Eigentlich. Wir werfen jetzt hier nochmal so den Bereich zwischen 4 und 6 Meter ab. Da finden wir immer wieder Fische. Wir müssen einfach nur einen finden, der dumm genug für unsere schlechte Köderführung auf Barsch ist. Das hätte ich jetzt nicht gesagt, Andi. Doch. So schlimm ist es nicht. So schlimm ist es. Doch, doch. An manchen Tagen denkt man, ach, ist ja ganz easy. Die Barsche kriegt man auf jeden Fall voll. Und dann steht man hier und denkt so, das kann doch nicht wahr sein. Wir kriegen diesen Barsch nicht. Oder die Barsche, besser gesagt. Aber ich bin weit weg von einem Barschprofi. Ich fange zwar hin und wieder mal gute Barsche, aber das ist meistens so nebenbei. Weißt du, ich angel eigentlich immer auf Hechte und Zander. Und weil die sonst so nebenbei eigentlich ganz gut zu fangen sind, haben wir uns das ja auch so überlegt, dass es heute so ist. Naja. Ja, also das ist halt Angeln. Was willst du machen? Daumen drücken, vielleicht klappt's noch. Ja, guck mich an, ey. Das war auf jeden Fall eine spaßige Fahrt. Willst du mich verarschen? Guck mich mal an. Einmal komplett. Bist du auch Klitsch? Ja, top. Ich hatte das Ding auf, als es nicht mehr ging. Ach so. Schön. Wunderbar. So, dann wollen wir mal weitermachen, wa? Wenn ich jetzt noch Duschbad bei hätte. Am Spot angekommen, ist uns aufgefallen, dass Savage Gear auch gleich hier angelt. Also wir dachten, wir sind hier oben alleine, weil wir hier voll im Wind stehen, aber die tun sich das genauso an wie wir. Ja, während der Fahrt komplett nass geworden, schön gegen die Welle, Wind von der Seite, das volle Programm. Super schön. Wehe, das wird nicht belohnt. Yep, good job. Another 34. Ja, wir verbessern uns langsam. Noch ein schöner Barsch, nicht die Größe, die wir brauchen, aber wir wollen uns mal nicht beschweren. Wir fangen ein paar Fische. Ich darf jetzt schnell zurück und dann holen wir uns noch einen größeren. Good job! Yeah. 4 more points. You need help? No, slowly, but It's a little mess. it's a mess. Of course. Of course. What a mess. Maybe we should move. Huh? Yeah, sure. Too much time to take a Yeah, 34. 24. Hab ein. Er könnte 22 haben. Here we go. Da waren 10 Stück hinterher, hast du gesehen? Ja. Voll völlig egal. Dein Monster, Junge. Kannst du mal, guck mal, wo ist es denn? Aber geil. Ich kann ihn kaum aus dem Kescher heben. Lass ihn einfach diese 22 cm haben. Lass ihn groß genug sein. Nein, das wird nicht aufgerundet, ne? Es fehlt ein halber Zentimeter, Tom. Ein halber Zentimeter. Ei. Aber gut. Wo einer ist, vielleicht gibt es ja noch, sollten auf jeden Fall von der Größe. Riesiger Zielfisch. Was will man machen? Zurück mit ihm. Aber das ist der Start einer ganz großen Beißserie, die jetzt hier beginnt. Einer nach dem anderen. Da ist der nächste. Ah, weg. Aber ein Barsch. Der ist besser. Und geankert. Mach langsam. Mach rein. Komm mal hin. Ja. Viel besser ist er auch nicht. Aber der hat Maß. Der wird Maß haben, ja. Guck dir mal an. Tatsächlich hat der Maß. Ne? Hat 23. So, und da ist das Schmuckstück, wo wir für gekämpft haben. Zumindest so mal ein Einstieg. Winzig, aber bringt Punkte. Das ist das, was zählt hier im Sport. Und 46 Stück. Genau, ja, darf er wieder schwimmen.
in der Hoffnung, dass wir noch ein paar andere finden. Sagt die deiner größer sind. Uroma, dass bei uns nichts passiert, dass wir wieder reinkommen. Ja, noch nie so gefreut über so einen kleinen Barsch, ganz ehrlich. Die Barsche haben Erbarmen. Ausgesprochen hart erkämpfter Fisch, gut fürs Selbstvertrauen und möglicherweise noch extrem wichtig im weiteren Verlauf. Die Erleichterung ist spürbar. 23er Barsch. Junge. Überleg mal, der andere wäre einen halben Zentimeter fertig gewesen, dann hätten wir jetzt Fullcard. Na gut, aber wie viel haben wir denn eigentlich? 1:30. Wir haben noch 2,5 Stunden. Die holen wir uns jetzt. Noch Zeit für noch so ein Monster. Da war er. Mit a little bit luck scheppert's nochmal. Wir haben noch 2 Minuten. Für einen Biss reicht's. Zur Köderführung noch. Wir fischen gerade mit Crankbaits. Die kann man an sich gleichmäßig einfach mitziehen. Wenn man eine Hand frei hat, kann man immer mal kurz ein bisschen ziehen, wieder ein bisschen mitgehen, dass man dem zwischendrin mal ein bisschen höhere Frequenz gibt, weil er kurz schneller läuft, dann wieder langsamer oder stehen lassen. Da kann man da immer so ein bisschen hin und her. Jetzt hängt Kraut drin, reinkurbeln, Wobbler frei machen und dann wird unsere Power Hour auch schon wieder um sein. So sieht's aus. Die ist gerade um, sagt der Kameramann, aber ein super 47er Barsch kam. Ja, die Chance war sicher da, einen Hecht zu fangen. Oh, Fisch! Fisch an! Fisch an und ab und zu muss man einfach schnell reinziehen und dann kommt noch mal ein Fisch. Lass es einen maßigen Hecht sein. Was sagt Robin? Ist ein Hecht, Ein Hecht, aber kein maßiger. Das ist heute unsere Seuche. Was haben wir gemacht? Der ist kleiner. Scheiße! Miss ihn nach, aber ich glaube nicht, dass er 22 hat. Wir gucken mal. Gut, dass du gecachert hast. Hätte ich allein nicht geschafft. Oder? Ja, ich denke auch. Braucht man gar nicht zu messen. Ne. Ja, Team Neuke hat natürlich jetzt ganz klar gesehen, dass wir hier 23 cm Monsterbarsche gefangen haben. Kann man dann schon verstehen, dann haben die sich hier bei uns in die Nähe gestellt. Ich glaube, das sind so die 100 Meter, die gefordert sind. Schön ist aber daran, wenn wir jetzt sehen, dass die was Größeres fangen, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Ja, die angeln jetzt auch schon wieder auf Hecht, so wie es aussieht, Savage. Jetzt könntest du aber auch langsam mal rucken. Ich würde gerne mal zurückrucken. Ich auch. Ja, ist vor allem jetzt nach der wirklich kurzweiligen Barschangel da ist es jetzt echt eine zähe Nummer. Ne? Also wir haben jetzt bestimmt schon 3-4 Stunden keinen Fischkontakt mehr gehabt. Ne? Ja. Aber locker. Ja. Das Barschangeln ging tatsächlich sehr schnell. Und jetzt ist es hier richtig zäh. Seife kauen. Zumindest die größeren Fische machen offenbar eine kleine Siesta. Das gibt uns die Möglichkeit, noch einmal kurz auf die Karte zu schauen. Nach mehreren Spotwechseln befindet sich Ilex recht zentral im Volkerak. Wie gerade gesehen stehen Neuke und Savage Gear dicht an dicht in der Nähe der Dintelmündung und Bullseye hat sich nach der Power Hour an einem vielversprechenden Spot circa 1 Kilometer nordöstlich von Ilex Standort eingefunden. Auf dem Sidescan erkennen wir hier gerade den Fisch, den wir beangeln. Wird aber auch viel Weißfisch und Futterfisch dabei sein. Aber die Hechte stehen dazwischen. Wieder auf den Jigspinner. Der hat zuverlässig Barsch und Hecht geliefert. Und jetzt relativ schnell an der Kante runter. Barsch? Ja. Köchern? Ich kescher selbst. Nicht die Größe, die wir suchen. Die Barsche werden munterer. Eigentlich genau das Richtige für unsere Großbarschstelle. Aber wir brauchen die Hechte. Und das ist ein Problem. Und die Zeit rennt. Und eigentlich bräuchten wir noch einen Zander. Nichts ist unmöglich, aber von dem zweiten Zander sollte sich Bullseye vielleicht doch verabschieden. Andi und Tom haben weiterhin erstmal nur einen Zielfisch im Visier. Wir haben noch 2 Stunden. Wir brauchen noch einen Barsch. Und das sollte man so taktisch angehen, dass wir das auf jeden Fall versuchen, den zu kriegen. Danach können wir alles Mögliche noch machen. Lass uns da hinfahren. Oh, ich mach noch einen Wurf. Mach noch nicht den Motor an.
Fisch oder nicht Fisch? Tom, Fisch. Guter Fisch. Es bewegt sich irgendwie gar nicht, aber Das ist aber kein. das ist ein Fisch. Ne, ein Hecht ist das. Ja. Meinetwegen, aber Dings was drin. ich glaube auch kein ganz kleiner. So das erste Hast du noch Gefühl. gesagt auf dem Chickspinner hier? Das ist gut, Andi. Das könnte der Daily Meter sein. Große Hechte hatten wir ja schon gehabt. So kleine Barsch noch nicht, aber Nicht auch so kleine Köder, aber vielleicht ist es noch mega Zander. jetzt mal den Außenborder ganz hoch trimmen. Savage Gear hat einen. Das ist auch ein Hecht, so wie es aussieht. Nein! Oh nein. Tja, Da war er gewesen, da ist er. steckst du nicht drin, ne? Das war ein Monster. Weitermachen. Sag mal einfach, es war ein Hecht. Ja, es war ein Hecht. Ja, definitiv. Aber was für einer. Der tut weh. Ja. Aber bringt alles nichts, wir müssen Aber weitermachen. der war definitiv ein Meter plus. Also entweder haben sie ihn verloren oder die falsche Fischart, weil Andi hat so ein bisschen Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Sah jetzt nicht so glücklich aus. Schöner Aaland. Ein schöner, dicker Aaland. Schöner, dicker Aaland. Dein Boot. B1 Bootsmanufaktur. So, hier sieht man nochmal die Flucht von dem großen Hecht eben, wo er runtergegangen ist und dann war er jetzt hier im Drill war. Ja, dann schnell wieder hoch, Tom. Los, komm. Weitermachen. Tja, so ist das. Willst du irgendwie nochmal so 50, 60 Meter höher fahren als wir waren? Wir probieren es hier unten. Genau, ja, da hätte ich auch gesagt. Ja. Ja, Fisch, besser. Schöner Barsch. Schöner Barsch. Auf Crank. Oh, könnte ein Hecht sein, ist schwer. Könnte ein Hecht sein, lass es ein Hecht sein. So, jetzt macht, er hat immer von Kopfschläge. Oh, was ist das? Muss jetzt mal ein Hecht sein. Oh ja, ist ein Hecht. Oh, ja. Schüttelt nicht, müsste Hecht sein. Bring in one! Oh, ist ein Hecht.
über den Fanghecht. Kleine Haken dran. So, rein. Da. Hoch, 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 hoch. Köchernetz. Ist alles drin. Endlich. Es gibt sie noch. Wir müssen noch einen Wurf mit dem Crank machen. Das kann doch nicht sein. 79,5. Das heißt also, wird als 80er gewertet. Petri Robin. Den haben wir gebraucht. Endlich. Highly needed. Aber sie reagieren erst sehr, sehr spät auf die Crankbaits irgendwie heute, ne? Ja. Naja. Immerhin reagieren. So, wir müssen weitermachen. Ja. Der muss ganz schnell wieder ins Wasser. Weg ist er. Sehr schön. Endlich den Hecht, den wir gebraucht haben. Noch einen zweiten bitte davon. Das wäre jetzt geil. Und dann noch eine schöne Größe. Und dann noch ein Zander. Und wenn wir dann noch wüssten, was die anderen haben, ne? Ach ja. Wie gehört, hat Bullseye noch viel vor und würde mit einem weiteren Hecht dieser Größenordnung immerhin den Anschluss zu Savage Gear herstellen. Die wiederum fühlen sich inzwischen auf andere Weise bedrängt. Ja, wir mussten jetzt noch mal einen Spot wechseln. Also wir müssen ja 100 Meter, glaube ich, Abstand halten zu anderen Booten, die an dem Turnier teilnehmen. Also wir hatten so 200 Meter Abstand, die Drift war so leicht versetzt, aber Savage Gear fand es nicht ganz so cool. Und der Fairness halber haben wir gesagt, komm, die waren zuerst da, dann suchen wir uns eine neue Ecke. Nicht die schönste Ecke jetzt für die Angelei, aber für die letzten 1,5 Stunden wird es reichen. Und Hechte habe ich hier auch schon gefangen. Also gucken wir mal. Vielleicht wird es belohnt. Ja, Team Ilix ist jetzt hier gerade auch noch bei uns auf den Platz gekommen. Jetzt sind hier schon 3 Teams aus unserer Gruppe auf demselben Platz. Die wissen halt alle genauso gut wie wir, dass hier riesen 23er Barsche sind und 1,10 Meter plus Hechte. Mal sehen, jetzt können wir weiter beobachten, ob die anderen was fangen. Oder fangen lieber selber was. Zander. Oh, oh, oh. Das ist ein Pech. Ja, der ist auf jeden Fall besser. Oh ja. Nur schauen, dass er dran bleibt. Dann ist alles super. Wir haben Zeit. Bitte nicht so. Dann passt alles. Passt alles. Oh ja, schwerer Fisch, schwerer Fisch. Alles ruhig, alles ruhig. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Schön auf Zug bleiben und alles ist super. Okay. Yes. Ja, da ist die Metermutti. Nur jetzt noch ein bisschen Kescher muss er noch warten. Dann stelle ich sonst mit hier oben drauf. Ah, Meter hat er nicht, aber der hängt gut. Auch nicht viel weniger. Da haben wir die Hechte voll. Ist ja, Mann. 80er. Fahr und 80 könnte er haben oder ähnlich wie der letzte, gerade knapp 80. Aber super, sensationell, Robin. Ich sag's doch. Mega. Da hat er es, ja. 87,5. 88 Punkte. Geil. Richtig schön. Gezieltes Hechtfischen mit Cranks. Das bisherige Muster bestätigt sich. Erneut ein kleiner Köder und man kann schon an dieser Stelle einmal sanft den Hut lupfen. Team Bullseye hat beeindruckende Nehmerqualitäten bewiesen. Robin und Markus sind tatsächlich wieder im Rennen und wenn es nach ihnen geht, muss die Reise noch nicht enden. Schön Schleim. Herrlich. So, und weißt du, was ist jetzt? Jetzt ist hier zusammenpacken. Jetzt fangen wir einen fucking Zander. Komm. Ja. Tom. Nein, ab. Da sind noch welche, da sind hinterher. Jetzt habe ich ihn. Oh, der ist besser. Tom. Und nimm mir den Kescher und hau deinen Köder rein. Vor dem Boot. Nein! Oh, solche Schmerzen. Gibt's doch nicht. Solche Schmerzen. Das kann nicht wahr sein. Jetzt kam Pack die Hektik auf. Oh, das war Pack Attack und der hatte über 30. Du musst weitermachen, komm, die sind da. Den kriegen wir noch. Wir haben noch Mann. 1 Stunde 10.
Oh ja, ich hab ihn. Ah nein, ist hier weg. Gott, oh Gott. Scheiße. Nein, das ist eigentlich nichts passiert. Zum Glück habe ich nicht reingehoben. Ja, für die 10 Minuten hätten wir gewartet. Scheiß drauf. Da habe ich ihn. Ganz langsam. Aber ich glaube, der ist kleiner. Bus, komm her. Guck mal, wie viele da hinterher sind. Hast du das gesehen? Wirf du schnell wieder. Er ist drin. Hast du auch einen? Der ist zu klein, glaube ich. Wieder 21. Ich fasse es nicht. Mann, was ein Drama. Aber wirklich, ey. 3 Wertungsfische hintereinander verloren. Und der Robin kommt auch noch. Jetzt sind alle Boote hier. Das gibt's doch nicht. Also wir ziehen wieder die Crankbaits über den Boden. Und wir haben gesehen, Marc ist scheinbar auch hier. Wenn er an dieser Stelle steht, vermute ich, dass er auch auf Barsch angelt. Wir hoffen darauf, dass wir jetzt noch mal schnell 2, 3 Barsche bekommen. Oh, guck mal, da hinten ist ja noch ein Boot. Ja, ja. Was ist denn hier los? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ihr steht genau in unserer Drift. Wir sind weg in 2 Minuten, haben wir nicht gesehen, dass ihr treibt. Aber wir sind weg in 2 Minuten. Passt das? Okay, klar. Sorry, wir wussten es nicht. Haben wir wirklich nicht gesehen. Gut. Alles gut. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, also, Ja, dann Fair Play. Die waren zuerst da. Dann machen wir jetzt weiter und gehen direkt auf die Zander. Drückt uns bitte die Daumen, dass wir den noch irgendwie kriegen. Bullseye zeigt fairen Sportgeist und macht sich nun auf den Weg zur Schleuse mit dem Ziel, im Haringfliet den noch fehlenden Zander zu erwischen. Die anderen 3 Teams tummeln sich weiter an der Dintelmündung und kämpfen um die nötigen Punkte fürs Weiterkommen. Ja, wir wären jetzt ja eigentlich noch weiter gedriftet, so 150, 200 Meter vielleicht. Aber da jetzt schon die anderen Teams hier um uns rumgaunern, wir ein bisschen Befürchtung haben, dass auch in unseren Baby-Barsch-Spot sich ein anderes Team setzt, setzen wir jetzt doch noch mal hoch und versuchen da so eine Fritte abzuholen, damit wir wenigstens eine Fullcard haben. Genau. Schauen wir jetzt das Stück natürlich sehr interessant wird. Aber wenn wir die Fritte haben, dann nehmen wir den hier mit, ne? Genau. Wenn. Genau, also taktisch setzen wir jetzt noch mal um, bevor die anderen halt uns vorfahren. Sonst, ja, so gehört halt auch dazu. Petrus meint es doch noch mal gut mit uns. Wir haben hier direkt geöffnete Schleusen, nur für uns. Herrlich. Geiler. Der ist ultra weit weg. Hoffentlich steigt er nicht aus. Ganz langsam. Ganz langsam. Soll ich ihn flippen oder willst du ihn keschern? Ich flippen, ne? Hä? Nee, warte mal kurz, wir gucken. Ich bin ja auch gleich da. Geh nicht ab, geh nicht ab, geh nicht ab. Er hat auf jeden Fall über 22. Bleib dran, bleib dran, bleib dran. Kommt, kommt, kommt. Kescher tief runter. Nicht schütteln. Nee, nicht. Hat er über 22? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Bitte lass ihn über 22 haben. Ich habe so kleine Barsche noch nie gemessen. Ich bin da echt auch ein bisschen Ich bin auch völlig überfragt. Ich denke mal, ja, es wird. Ja, ja klar, der hat 28. Monster. 24. Nee. Ja. Das ist ein Monster. Ja. Tagesbester. Yes. Yes. 23. So einen großen hatte ich auch gehabt, glaube ich. Nächsten Vollcard. Ich halte ihn so nach vorne. Er ist riesig. Aber deine Hände sind zu groß auf dem Bild. Endlich ist er da. Fullcard. Fullcard. Ja, super. 23 cm. Confirmed? Da ist er endlich. Fullcard für Savage Gear, aber es fehlen noch genau 8 cm Barsch, um an Ilex vorbeizuziehen. Noch bleibt Andi und Tom etwa eine Stunde, um die letzten Reserven zu mobilisieren. Mein mit Abstand spannendster Babybarsch-Drill, den ich in meinem Leben je hatte.
Ich hoffe, dabei bleibt es auch. Ich glaube, es ist noch eine Stunde, Tom. Ja. Auch wenn wir sie hier eigentlich nicht zwingend brauchen, wir nehmen unsere Power Hour. Genau. Wir können noch mal gucken, gezielt. Einfach gucken, wenn wir einen sehen, werfen wir ihm das vor den Kopf. So, wir werden noch einmal eine neue Drift ansetzen. Allerdings fahren wir noch mal zu einem neuen Spot. Hier haben wir jetzt eine gute Stunde gemacht, wieder ohne Kontakt. Also die Hechte, die lassen uns so ein bisschen hängen. Ja, wir erhoffen uns auf der anderen Seite dann bei der nächsten Drift, und das wird wahrscheinlich unsere letzte Drift sein. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Da erhoffen wir uns dann noch mal einen Hecht zu fangen. Trotz Bissflaute residiert Neuke weiterhin ungefährdet an der Spitze. Ilex hingegen bräuchte nach der Full Card von Savage Gear dringend einen Befreiungsschlag. It's a big one. It's big for sure. Yeah, it's big. I take my time. Yeah, for sure. Take your time. If it's hooked well, it's hooked well. So, Not a small one. What are you doing? One more time, my friend. you are killing me. Sure that it's not a carp? What? Sure that it's not a carp? No, sure. Yeah. I have the strike 2 meters over the bottom. No, he was just joking because This time, no, time it's not. a pike. Oh. Stop it. I'm not sure, it's very, very big. no, but sometimes they fight like crazy. Yeah. Yeah. Oh! Oh, my friend! Fuck. No! Oh, what the fuck? I'm so sorry. Yeah. Don't worry. No! Well, it's like that. No, 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 no. I need another one Yes. right now. I just lost a nice pike. We don't see it, but I think I stayed 3 or 4 minutes on it. It was a decent sized fish. I think over 90. And this fish brings us nearly 30 points, so it could really help us. But we have to find another solution now. So we go for another one. Noch aufregender als die gefangenen Exemplare sind heute die Fische, die wir am Ende nicht zu Gesicht bekommen. Das wäre vermutlich der entscheidende gewesen. Wie schon zuvor Savage Gear verliert also auch Ilex einen potenziellen Dealbreaker und am Ende freut sich vielleicht ein Dritter. Beim derzeitigen Stand würde Bullseye ein 57er Zander reichen. Unglaublich, wenn man bedenkt, mit welcher Punktzahl Robin und Markus in den Tag gestartet sind. So, wir sind gerade in der Spui angekommen. Das Wasser strömt gut aus, also wirklich sehr stark. Ich denke, wir müssen gleich auch noch schwerer fischen, als wir jetzt drauf haben. Wir sind also vom Volkerak geschleust ins Hollandsdiep und vom Hollandsdiep dann hier hingefahren. Jetzt haben wir noch knapp eine Stunde, ein bisschen weniger, um einen Zander zu fangen. Und ja, dafür brauchen wir auch ein Quäntchen Glück. Wir hoffen es so sehr. Wir wissen natürlich nicht, was die anderen Teams gefangen haben. Kann sein, dass wir hier so Zander fangen können, wie wir wollen. Und die schon mehr Punkte haben, weil unsere Fische sind jetzt nicht gerade unbedingt sehr, sehr stark. Aber wir geben nicht auf. Wir wollen den Zander und wir geben Gas. Und zwar richtig.
Könnte natürlich noch mal ein Spinnerbait mit einem Balls richtig überbleihen und vorsichtig über den Boden ziehen. Was hältst du davon? Ja, das wollte ich auch machen. Machst du oder mach ich? Ja, kann ich machen. Hast du die Balls gerade da? In meiner Tasche vorne, kannst du dir rausnehmen. Wir machen jetzt noch mal ein bisschen Modifikation. Die Fische stehen ziemlich tief. Im Spinnerbait käme ich jetzt gar nicht darunter. Haben wir die Möglichkeit, hier so eine Öse, kann man Blei anhängen. Und da gibt es hier Balls, wie der Name sagt. Sieht auch so ein bisschen aus, denke ich. Die kann man jetzt hier vorne einhängen. Und dann können wir wesentlich tiefer fischen. Und das probieren wir jetzt einfach mal. So, die letzte Stunde läuft jetzt. Ich habe wieder mal einen Live angeschmissen, einfach um zu sehen, was da unten so los ist, wenn wir jetzt nicht anfangen, irgendwie pelagisch zu angeln oder irgendwelche Fische anzuwerfen. Aber einfach mal aus Interesse, was da unten so rumkreucht und fleucht. Ein paar Fische sind da, ich weiß natürlich nicht, was es ist. Gael hat jetzt schon einen großen Hecht verloren. Das ist eigentlich ein Barschspot, aber hier kommen immer wieder große Hechte. Der ist jetzt leider nicht im Kescher gelandet, aber Fisch ist auf jeden Fall hier unten. Jetzt müssen wir nur noch fangen. Es bleibt bis zum Schluss extrem eng. Savage Gear und Ilex könnten durch die Power Hour leichte Vorteile haben. Bullseyes Moral scheint kaum zu toppen zu sein und Neuke könnte sich entspannen, weiß das aber natürlich nicht. Großartig. Endlich, Alter. 5 Stunden gerackt für das Ding. Komm, mach hin, mach hin. Ist ab, ist ab, ist ab, ist ab. Da ist er. Halt's Maul, das war ein lässiger 1,10 Meter. Der war riesig. Riesig. Ja, dann weitermachen. Komm, siehst du, die stehen flacher. Der war riesig. Fuck. Der stand im Loch. Fuck. Also 5 Stunden auf einen Fisch und dann steigt der aus. Oh nein! Los, weiter. Oh, ich krieg die Krise, ey. 5 Stunden suchen, 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 dann hast du ihn drauf und dann geht er ab. Ja, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. So, auf die nächsten 5 Stunden. Ja. Nein. Scheiße. Jetzt einfach weitermachen. Ich habe, glaube ich, den Fehler gemacht und geankert. Und dadurch hat der Bugmotor ja dann entgegengedrückt. Ach so, okay, ja. Oh, da ist er, da ist er. Hast du gesehen? Da war er! Scheiße. Da ist er! Alter, der ist drauf! Das ist, nein, ist ab, ist ab, ist ab. Das ist doch verrückt. Das ist doch total verrückt. Was war das bitte, Alter? Ist der aus dem Wasser raus, Ja. um deinen Köder zu schnappen? Ja. Ich raste aus. Der ist aus dem Wasser gerade rausgesprungen, um den Köder zu schnappen, der in der Luft hing. Hing drauf. Das ist doch verhext. Das ist doch irre, oder? Was ist hier los? Ey, hier passiert 5. Komm, noch mal werfen, der ist doof. Der hing bei mir drauf, geht bei dir in den Köder, der in der Luft hängt. Ja, ich habe absinken lassen und dann habe ich halt hochgekurbelt und dann kam er hoch, aber er hat das Maul aufgemacht und hat... Aber dass der nicht hängen geblieben ist, verstehe ich gar nicht. Wie der, ich meine, der ist sofort runter. Ich habe ihm auch einen gegeben. Ich verstehe das gar nicht. Dass der nicht hängen bleiben konnte. Ist doch verrückt, ey. Das ist jetzt richtig mies, ey. Wenn wir jetzt noch rausfliegen, ne? Das wäre so dann bitter, weiß ich nicht mehr ey. weiter. Also wenn ich sehe, was innerhalb von 3 Minuten passieren kann, dann ist das nicht Kannst so. du ein ganzes Board voll machen in den 36. Es ist nicht so abwegig, dass noch einer kommt, wirklich nicht. Wir sind ja ganz gut hier. Hier ist auch ordentlich, hier ist ja wie es auch Fisch. Also hier ist ja. Auf der anderen Seite war ja nichts los. Ne? Ich glaube, das lag hätten wir wirklich, dass der Wind die ganze Zeit rüber drückt und das die Plürre da hinten Plürre steht. hindrückt. Wir hätten vielleicht von vornherein hier hinfahren müssen. Also, Ich wollte ja da hinten fischen, ja. aber wir wurden ja weggeschickt. Absolut verrückte Szene. Und Christian schickt noch einen kleinen Seitenhieb an die Konkurrenz hinterher, die den für sich reklamierten Spot auf den letzten Drücker tatsächlich noch einmal verlässt. Ja, wir machen jetzt noch mal einen kleinen High-Risk-Move. Wir fahren jetzt in so einen Hafen, der hier ist, mit ein paar Spundenwänden und so ein paar Pollern. Beide haben wir da noch nicht wirklich geangelt. Gerade ist voll, aber wir müssen noch irgendwas Größeres noch finden und das versuchen wir jetzt. Vielleicht finden wir es im Hafen. Genau. Los geht's. Abfahrt. 20 Minuten noch. You had another bite? No. Should we try the last half an hour? Yeah, I think. What do you think? Yeah, I think yes. There was the most activity. Yeah, for sure. Here it's not full of fish. No, But it was close. It was really close.
unser allererster Adventskalender. Einige exklusive Produkte, Warenwert von ungefähr 160 €. Die Türchen allerdings viel Luft nach oben. Hier gab es dann keine einzelnen Gummis mehr, ein Warenwert von immerhin 170 € und das war auch die Geburtsstunde der goldenen Tickets. Der hier war schon deutlich besser. Erstmalig 24 exklusive Produkte, ein Warenwert von über 180 €. Den Kalender habt ihr schon richtig gefeiert. Mehr Hardbaits und ein Warenwert von sage und schreibe 200 €. Euer Feedback zu diesem Kalender hat uns richtig glücklich gemacht. Und jetzt kommt 2023. So viele Marken, so viele Köder, so viele Hardbaits, so viel Warenwert wie noch nie. Und seit 2019 keine einzige Preiserhöhung. Wir haben Jahr für Jahr dazugelernt, deswegen wird dieser Adventskalender unfassbar geil. Kleiner Tipp von mir: Je früher ihr vorbestellt, desto größer die Chance, ein goldenes Ticket zu gewinnen. Also fix ran an die Tasten. Den Link zum Kalender findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie du viel einfacher an einen 50-€-Gutschein kommst? Wenn du jemanden in deinem Freundeskreis hast, der unbedingt einen Angelschein machen möchte, dann zeig ihm doch die Vorbereitungskurse auf anglerschmiede.de. Und für jeden deiner Freunde, der einen Kurs belegt, erhältst du einen 50-€ in unserem Shop. Alle weiteren Infos findest du hier unten in der Videobeschreibung. Klick einfach auf den Link. Es muss nur noch einmal toppen. Einmal. Und dann haben wir diese verfluchte Fullcard. Ich habe da noch was irgendwie in Erinnerung. Ich glaube, da war was mit Baden gehen. Ja, aber das Markus, wenn die jetzt noch kommen, gehst du dann immer noch baden. Wenn Oder gehen wir dann immer noch baden? Dann gehen wir baden, wenn wir jetzt noch Zanne fangen. Nein! Nein! Fisch dran, aber das ist ein kleiner Barsch. Scheiße. Verdammt! Scheiße. Und da ist auch schon wieder weg. Falscher Alarm, aber Markus ist ganz nah dran. Es ist gewaltig Spannung drin. Ilex knapper Vorsprung wackelt bedenklich und sollte sich auch nur ein 31er Barsch bei Savage Gear oder aber ein 57er Zander bei Bullseye locken lassen, müsste der Vorjahresdritte die Heimreise antreten. Not that much. Yeah, maybe. 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 34 again? 34 again. Okay. Oh, fuck! Ich fass es nicht. Fish. Wow. 34 again. No, it's a pike. Right. Okay, quick release. Ist ein Barsch. Nein, ist ab. Oh, scheiße. Fuck it. Der war besser. Also nicht riesig, aber das war... Oh, so richtig schön dieses Tok, 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 Tok vom Barsch gemerkt. Waren mehrere. Ich hatte zwei bis hintereinander. No, 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 no. Lots of small perch, lots of small pike. It's good for the future. So. Another small pike? Yeah, I think. It's unbelievable. Okay. Oh. Ah, scheiße, Barsch. Sind doch ein paar hier, wa? Crazy. We change this. Take too much pike. It's insane. Okay. Insane. Am Ende bleibt es dabei. Nach einer ganzen Serie von Fehlbissen und mehreren verlorenen Fischen bei allen Teams sind es Neuke und Ilex, die die ersten beiden Plätze sichern. Dabei retten sich Mark und Geil allerdings mit einem denkbar knappen Vorsprung in die nächste Runde. Den barschgeplagten Jungs von Savage Gear sowie Markus und Robin von Bullseye, die trotz des Ausscheidens an Tag 2 eine tolle Leistung gezeigt haben, bleibt leider nur der Respekt der Kontrahenten und der Zuschauer.
Bevor Toni die Ergebnisse offiziell verkündet, geben wir den Teilnehmern die Gelegenheit, selbst noch ein paar Worte zu sagen. Hier ist dann der Tag zu Ende. Ja, war schwierig. Wir hatten unsere Kontakte zum Schluss gehabt, leider nicht verwertet. Also machen wir noch unseren letzten Wurf für YPC Boat 2023. Vorher möchten wir uns noch bedanken bei den Sponsoren. Neuke Germany, Neuke Japan. Noch ein fettes Dankeschön ans B1 Bootcenter für das 3. Echolot vorne. Meins ist defekt gegangen und die konnten sofort aushelfen. Top Jungs, guckt mal auf deren Seite vorbei. Genau. Immer verlassen. Dann noch Lunatic, Carsten Luis und unser Lukas. Hoppe. Genau. Also machen wir jetzt den letzten Wurf. Danke für die Unterstützung. Robin, komm wir holen rein, es zählt eh nicht mehr. Es ist vorbei. Wir haben echt alles getan, dass hier noch ein Zander von uns sieht. Hat leider nicht geklappt. Spaß gemacht hat es trotzdem. An der Stelle möchte ich auf jeden Fall noch allen danken, die irgendwie was dazu beigetragen haben, dass wir hier sind. Allem voran natürlich Moby Softbaits, TP, Köder made in Germany, non-toxic. Ihr seht hier ein wunderschönes Boot. Das hat B1 so wunderbar hergerichtet, ausgebaut mit einem Haufen Technik von Humminbird und Garmin. Ja, haben wir noch wen vergessen? Sicher ganzen Haufen, aber danke fürs Daumendrücken. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Runde und wenn nicht, dann sehen wir uns nächstes Jahr. Robin, wir haben gekämpft. Es hat Spaß gemacht. Das war's. Das war's. Feierabend. Feierabend. Ja, Tag ist rum. Ja, insgesamt haben wir unser Ziel erreicht. Zumindest wir wollten eine Fullcard. Immerhin, das haben wir geschafft. Auch mit nicht, gerade wenn wir uns schwer getan haben bei den Barschen, was wir gesehen haben, aber wir haben die gefunden, die zwei. Die zwei. Und noch die zwei anderen, die abgegangen sind. Genau. Schade um den großen Hecht, der abgegangen ist. Der hätte uns auf jeden Fall noch mal einige Punkte gebracht. Aber so insgesamt, denke ich mal, kann man zufrieden sein. Wir bleiben dran und hoffen natürlich, dass es weitergeht und würden uns freuen, wenn ihr wieder zuschaut. In der nächsten Folge, hoffentlich kommen wir weiter und dann geben wir mal Gas. Vollkommen blamiert haben wir uns schon mal nicht. Nee, und dann gucken wir mal, ob wir noch Barsche finden, was Größeres. Ja. Und dann geht's wieder von vorne los. Danke fürs Zuschauen. Wir sind raus. Ciao. That was another day in paradise. Thank you, my friend. Thank you. So let's go back to the ramp and meet the other guys and see who will be in the semi-final. Let's go. Let's go. So we are at the end of day 2 in Group C. 2 different days of fishing, I would say. On the first day, different teams were successful to this day. Team Bullseye, your first day was pretty much a disaster. Today, I thought it was pretty good. You just told me that it was not good, but you caught a lot of fish and came very close to the full card, which was not so easy if you saw the result from day 1. So you finished 4th. Congratulations. There was one team catching a big perch already on the first day, and today they really crushed it with the perch. They didn't upgrade the pikes, but with a big Zander and a medium-sized Zander, it's enough to win this group. Congratulations, Team Neuke. Yeah, that leaves us 2 teams, Savage Gear and Elex. You both had different missions. Savage Gear needed the perch badly. You guys needed pretty much everything, but especially a second Zander, which was not easy in Zone West on the first days. You accomplished your mission very early with the Zander, then you needed still a few fish. You also got the perch, so both have a full card. And it's only 15 points difference between the 2 teams. And Elex goes to the next round. Congratulations. 2 schwierige Angeltage, mehrere Ausnahmefische und am Ende doch noch ein sehr enges Finale. Das war's in Gruppe B. Neuke und Elex kommen weiter. Von Savage Gear und Bullseye müssen wir uns leider verabschieden. Über die letzten beiden Halbfinaltickets wird in Gruppe D entschieden. Wer wissen möchte, welche beiden Teams das Halbfinale komplettieren, schaltet am kommenden Sonntag um 18 Uhr ein. Und wie immer gilt bis dahin, liken, kommentieren, abonnieren. Wir freuen uns über euer Feedback. Macht es gut. Ciao.